Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Stell dir für einen kurzen Moment mal vor, du wachst morgen früh auf. Mhm. Und jede einzelne ungeschriebene Regel unserer Gesellschaft ist einfach über Nacht verschwunden. Oh wow. Das wäre heftig. Absolut. Niemand hält mehr an der roten Ampel, also wirklich niemand. Im Supermarkt drängeln alle an der Kasse nach vorne. Pures Chaos. Genau, pures, ungefiltertes Chaos. Es gibt absolut kein Konzept mehr von fremdem Eigentum oder persönlichem Freiraum. Und genau das ist unser Thema heute. Ein extrem spannendes Thema. Wir sind ja im Grunde sehr individuelle Wesen, aber wir haben es halt geschafft, so komplexe Systeme des Zusammenlebens zu entwickeln. Richtig. Wir sprechen heute über Gesellschaft und Verantwortung. Und wir sind heute übrigens schon bei Tag 147 unserer gemeinsamen Reise. Wahnsinn, Tag 147 schon. Ja, die Zeit rennt. Und wir schauen uns heute sozusagen den unsichtbaren Klebstoff an, der genau dieses Chaos jeden Tag verhindert. Und das Schöne an unserem Format ist ja, dass wir nicht nur theoretisch philosophieren, sondern euch genau das sprachliche Werkzeug geben, um diese komplexen Themen selbst zu diskutieren. Exakt. Unsere Mission heute ist, 15 wichtige Wörter für den Alltag zu lernen. Konzepte, die zeigen, wie Respekt und Miteinander funktionieren. Aber bevor wir da tief eintauchen, ein kurzer Rat an euch. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Sehr wichtiger Hinweis. Und noch eine kleine Vorwarnung an alle da draußen. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Ja, da werden wir alle 15 Wörter in einem richtig schönen Alltagsszenario zusammenführen. Also gut, lass uns direkt starten. Wenn wir verhindern wollen, dass die Gesellschaft im Chaos versinkt, brauchen wir eine Basis. Was ist der erste Baustein? Der absolute Grundbaustein jeder Zivilisation ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, okay. Genau. Die englische Übersetzung dafür ist Justice. Es ist der Zustand, in dem alle Menschen fair und nach dem Gesetz gleich behandelt werden. Hast du da einen guten Satz für uns? Klar. Ein klassischer Beispielsatz für das B1-Niveau wäre: Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es keinen dauerhaften Frieden in einer Gesellschaft. Da muss ich direkt mal einhaken. Gerechtigkeit ist ja echt so ein riesiges Konzept. Kann man das eigentlich lernen oder ist das nur so ein Gefühl? Wie meinst du das genau? Naja, schon kleine Kinder auf dem Spielplatz rufen ja sofort, das ist ungerecht, Wenn ein anderes Kind 2 Stücke Schokolade bekommt und sie nur 1. Exakt. Das ist doch angeboren, oder? Ja, voll. Das Gefühl für Ungleichbehandlung ist uns angeboren. Aber wie wir als Staat Gesetze machen, das müssen wir lernen. Und im Alltag benutzen wir dafür ein viel praktischeres Wort, nämlich fair. Ah, das benutzen wir im Deutschen ja ständig. Ist das Gleiche wie im Englischen? Ganz genau. Die englische Übersetzung ist einfach fair. Wenn man sich fair verhält, handelt man nach den Regeln und benachteiligt niemanden. Okay, und der Beispielsatz? Eine faire Verteilung der Ressourcen ist wichtig für den sozialen Frieden. Macht total Sinn. Gerechtigkeit ist sozusagen das große Prinzip. Und fair zu sein ist die Umsetzung im Alltag. Stellt euch wieder diesen Supermarkt vor. Wenn alle an der Kasse vordringeln, gibt es Streit. Wir brauchen unsichtbare Verkehrsregeln. Und die wichtigste Regel ist für mich, dass man überhaupt merkt, dass da noch andere Menschen sind. Ja, absolut. Sprachlich fassen wir das unter dem Begriff die Rücksicht zusammen. Die Rücksicht. Auf Englisch übersetzt man das mit Consideration. Ein Verhalten, bei dem man die Bedürfnisse anderer Menschen beachtet. Man ignoriert seine Umwelt halt nicht einfach. Das ist dann der Moment, in dem ich morgens in der vollen U-Bahn mein Handy stumm schalte? Richtig. Du nimmst Rücksicht. Unser Beispielsatz dazu lautet: In einer vielfältigen Gesellschaft ist gegenseitige Rücksicht extrem wichtig. Finde ich super wichtig. Okay, wir haben jetzt die Basis. Wir sind fair, wir nehmen Rücksicht. Aber das ist ja alles eher passiv, oder? Wie meinst du passiv? Naja, ich störe niemanden, ich drängele nicht, aber eine Gesellschaft braucht doch Leute, die aktiv was tun. Ah, okay, verstehe. Das ist der perfekte Übergang. Wenn es aktiv wird, sprechen wir über das Engagement. Das Engagement. Genau. Die englische Übersetzung ist Commitment. Es ist der persönliche Einsatz für ein soziales oder politisches Ziel. Also, wenn ich von der Couch aufstehe und bei der Freiwilligen Feuerwehr helfe. Exakt. Der Beispielsatz ist: Bürgerschaftliches Engagement ist die Basis für eine funktionierende Demokratie. Sehr schön. Und wenn Leute sich engagieren, entsteht ja so ein Zusammenhalt, oder? Genau. Und dieses Verhalten nennen wir solidarisch. Das ist ein Adjektiv
auf Englisch solidary. Man ist solidarisch, wenn man mit anderen zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Also ich stehe an deiner Seite, quasi. Richtig. Unser Satz dazu: In schwierigen Zeiten müssen wir uns als Gesellschaft solidarisch zeigen. Okay, das war unser erstes großes Kapitel. Gerechtigkeit, fair, Rücksicht, Engagement und solidarisch. Aber hier wird es meiner Meinung nach wirklich interessant. Warum? Weil gute Gefühle allein ja nicht reichen. Wie wird aus Solidarität eine echte Handlung? Wie zwingen wir Menschen, Teil der Gesellschaft zu sein? Bevor wir genau das analysieren, ganz kurz. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Absolut, das hilft uns sehr. Also zurück zur Realität. Wie funktioniert der Zwang in einer Gesellschaft? Das beschreiben wir mit dem Wort die Pflicht. Die englische Übersetzung ist Duty. Das ist eine moralische oder rechtliche Aufgabe, die man unbedingt erfüllen muss. Also Steuern zahlen, Schulpflicht, da gibt es keine Diskussion. Genau. Der Beispielsatz lautet: Es ist die Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Moment, da muss ich jetzt aber mal kurz hinterfragen. Wir haben doch gerade das Engagement gelobt. Und jetzt sprechen wir über das Wort freiwillig? Was ja auf Englisch voluntary heißt, also etwas aus eigenem Willen zu tun, völlig ohne Zwang. Dein Satz dazu wäre sicher sowas wie: Viele junge Menschen leisten nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist der perfekte Beispielsatz, ja. Aber ist die Pflicht nicht das genaue Gegenteil von freiwillig? Das ist doch ein Widerspruch. Es wirkt wie ein Widerspruch, aber es ist eher eine Zusammenarbeit. Denk mal an deinen Körper. Die Pflichten sind wie das Skelett. Sie geben die harte Struktur. Okay. Ohne Pflichten würden wir zusammenbrechen. Aber ein System nur aus Pflichten ist ein starrer Käfig. Das freiwillige Engagement, das sind die Muskeln. Ah, sehr cooles Bild. Das Skelett und die Muskeln. Aber wenn ich etwas tue, egal ob freiwillig oder als Pflicht, muss ich es ja auch richtig machen. Genau, und da sind wir bei dem Wort ernsthaft. Auf Englisch heißt das serious, wenn man ein Anliegen wirklich wichtig nimmt und es nicht nur oberflächlich behandelt. Man macht es also nicht nur für ein schnelles Foto auf Instagram. Richtig. Der Satz dazu lautet: Wir müssen uns ernsthaft fragen, wie wir die Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Und wenn Menschen sich ernsthaft für etwas einsetzen, zum Beispiel protestieren, dann müssen wir ja wissen, ob das okay ist. Dafür nutzen wir das Adjektiv legitim, auf Englisch legitimate. Es bedeutet, dass etwas gesetzlich erlaubt oder moralisch anerkannt ist. Hast du ein Beispiel? Ja, der Protest der Bürger gegen die neue Fabrik ist vollkommen legitim. Und bei solchen Protesten oder Aktionen übernehmen Leute ja oft bestimmte Rollen. Genau, und sprachlich drücken wir das mit dem Verb fungieren aus. Auf Englisch to act as oder to serve as. Das ist ein Verb, das heißt, wir brauchen die Perfektform. Richtig. Die Perfektform ist, hat fungiert. Es bedeutet, eine bestimmte Rolle auszuüben. Unser Satz: Er wird bei der nächsten Wahl als offizieller Beobachter für die EU fungieren. Fungieren, hat fungiert, klingt sehr formell, aber extrem nützlich. Absolut. Okay, wir haben jetzt das perfekte System. Die Leute handeln freiwillig oder aus Pflicht. Alles ist legitim. Aber lass uns ehrlich sein. Es läuft nicht immer so perfekt, ne? Nee, gar nicht. Wenn wir Nachrichten schauen, sehen wir oft, dass Regeln gebrochen werden. Wer fängt sowas eigentlich an? Der Auslöser ist meistens der Aggressor. Das Wort ist auf Englisch fast gleich, Aggressor, eine Person oder ein Staat, der einen Konflikt ohne Provokation beginnt. Jemand, der das Skelett der Gesellschaft bewusst kaputt macht? Genau. Und der Satz dazu ist: Die Weltgemeinschaft verurteilt den Aggressor, der das Nachbarland grundlos angegriffen hat. Aber nur verurteilen reicht ja nicht. Das System muss ja reagieren, sonst bringt das Gesetz nichts. Dafür haben wir das Verb verhängen. Auf Englisch to impose. Die Perfektform ist hat verhängt. Das bedeutet, eine offizielle Strafe anzuordnen. Also ein Stoppschild für den Aggressor aufstellen. Exakt. Der Beispielsatz ist: Die Regierung wird harte Sanktionen gegen den Aggressor verhängen. Ich frage mich ja oft, warum Leute überhaupt Regeln brechen. Oft ist es ja gar nicht böse gemeint, sondern einfach kalter Berechnung. Es geht ums Geld. Und genau dafür haben wir ein sehr präzises Verb: spekulieren auf. Auf Englisch to speculate on. Die Perfektform lautet hat spekuliert auf.
Also man hofft auf einen Vorteil. Genau, man rechnet damit, dass etwas passiert, aus dem man Gewinn zieht. Ein gutes Beispiel. Viele Firmen spekulieren auf fallende Energiepreise im nächsten Winter. Und was passiert mit der Gesellschaft, wenn alle nur auf ihren eigenen Vorteil spekulieren? Dann gibt es keinen Fortschritt mehr. Dafür haben wir im Deutschen 2 sehr bildliche Verben. Das erste ist stehen bleiben. Auf Englisch to come to a standstill. Hier wird das Perfekt mit sein gebildet, oder? Richtig. Die Perfektform ist stehen geblieben. Wenn eine Entwicklung stoppt. Unser Satz: In einer sich schnell verändernden Welt darf das Bildungssystem nicht einfach stehen bleiben. Das ist ein starkes Bild. Die Gesellschaft bleibt einfach stehen. Aber es gibt ja noch eine Steigerung davon. Ja, das ist sitzen bleiben. Auf Englisch to get stuck oder to be left behind. Die Perfektform ist wieder mit sein, ist sitzen geblieben. Armen auf den Kosten der Krise sitzen bleiben. Wahnsinn. Wir haben echt die ganze Anatomie der Gesellschaft seziert, von der Rücksicht bis zum Aggressor. Und jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt, unsere Mini-Story. Oh ja, wir haben euch ja versprochen, dass wir diese 15 Wörter in einer Geschichte aus dem Alltag testen. Hört gut zu, wie die Konzepte jetzt zum Leben erwachen. Okay, stellt euch mal folgende Situation vor. In einem richtig ruhigen, grünen Viertel in der Stadt gibt es plötzlich massive Spannungen. Ein großer Bauinvestor plant nämlich, den einzigen alten Park im Viertel komplett abzuholzen, um da teure Wohnblocks zu bauen. Der Investor tritt hier ganz klar als Aggressor auf, denn er zerstört die Balance dieses Viertels völlig ohne Vorwarnung. Er hat nämlich eiskalt auf schnelle und hohe Gewinne spekuliert. In seinen Plänen dachte er einfach, die Bewohner wären zu träge, um sich zu wehren. Doch er hat die Rechnung ohne eine Bewohnerin namens Anna gemacht. Anna ist Lehrerin und zeigt ein immenses Engagement für ihre Nachbarschaft. Sie hat große Rücksicht für die Natur und auch für die älteren Menschen, die diesen Park wirklich brauchen. Sie fängt auch sofort an zu handeln. Anna organisiert einen Protest direkt vor den Baggern. Und dieser Protest ist völlig legitim, da sie wirklich alle Genehmigungen eingeholt hat. Man merkt auch, dass sie es absolut ernsthaft meint. Sie ist Tag und Nacht dort. Die anderen Nachbarn sehen ihren Einsatz und handeln sofort solidarisch. Niemand wird dazu gezwungen, alle bringen Kaffee und Plakate völlig freiwillig mit. Durch ihr natürliches Charisma hat Anna bei den Verhandlungen mit dem Bürgermeister der Stadt schnell als Sprecherin der Anwohner fungiert. Im Rathaus fordert sie dann vor laufenden Kameras absolute Gerechtigkeit für die Bürger und eine faire, transparente Lösung für alle Beteiligten, anstatt irgendwelcher Hinterzimmerdeals. In ihrer Rede sagt sie dann diesen entscheidenden Satz: Wir sind nicht gegen neue Wohnungen. Wir wollen nicht, dass die Entwicklung unserer Stadt stehen bleibt. Aber wir wollen auch nicht am Ende auf einem zerstörten Betonplatz sitzen bleiben. Und das wirkt. Der Bürgermeister erkennt den Ernst der Lage. Er sieht ein, dass es die unbedingte Pflicht der Stadtverwaltung ist, das Wohl der Allgemeinheit zu schützen. Er droht dem Investor ganz offiziell an, einen sofortigen Baustopp und horrende Strafgelder zu verhängen, falls auch nur ein einziger Baum ohne finale öffentliche Prüfung gefällt wird. Der Park ist vorerst gerettet. Eine großartige Geschichte. Und sie zeigt einfach, Sprache ist nichts Passives. Wörter wie solidarisch oder legitim sind echte Werkzeuge, mit denen wir den Alltag formen können. Besser kann man es wirklich nicht zusammenfassen. Und nun seid ihr an der Reihe. Werdet aktiv. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Genau, traut euch einfach. Wir lesen sie uns alle durch und geben euch natürlich Feedback. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema: Erfolg und Scheitern im Alltag. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Aber bevor wir uns für heute verabschieden, nehmt mal diesen einen Gedanken mit in den Tag. Wir haben ja heute analysiert, wie die Gesellschaft durch Regeln, Pflichten und Rücksicht funktioniert. Aber fragt euch einmal selbst, wenn das System wirklich zusammenbricht und ihr einem echten Aggressor gegenübersteht, ab welchem Punkt verlangt es eure Pflicht zur Gesellschaft, genau diese Regeln absichtlich zu brechen, um die Gesellschaft am Ende zu retten? Das ist wirklich eine starke philosophische Frage zum Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.